ich möchte gerne, dass überall auf der Welt alles biologisch produziert wird, dass keine Pestizide eingesetzt werden und möglichst naturnah gewirtschaftet wird, damit wir auch morgen noch Lebensmittel haben. Und das ist für mich so ein Antrieb, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Viele Menschen sich gesünder ernähren könnten, dass sie es theoretisch schon umsetzen könnten, ihnen aber tatsächlich da das ein oder andere vielleicht noch fehlt und deshalb auch zu schauen, wie kann man die gesunde Ernährung in den Alltag integrieren. Hallo zusammen, willkommen zu unseren ersten Tea Talks in einer Gruppe. Und bevor wir beginnen, möchte ich sagen, dass dieses Video Untertitel auf Englisch und Portugiesisch hat. So Captions are available, just turn it on. Legendas estão disponíveis nesse Video também. Wir haben in unseren Tea Talks eine Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. So toll. Herzlichen Willkommen, Mädels. Ja, danke. Hallo. So, wie cool, dass wir hier zusammen jetzt sind und über etwas so Wichtiges zu sprechen, das unser Leben definitiv verändert hat. Wir können uns also anfangen, uns vorzustellen. Wie wäre es das? Ja, super, gerne. Gerne, ja. Ja, Diana. Ja, Diana und Christina. Ja, bitte. Okay, dann fange ich einfach mal an. Ich bin Christina. Ich studiere Ernährungswissenschaft und Prävention und bin leidenschaftlich mit dem Thema Ernährung. Habe ich schon seit langem zu tun und freue mich, dass wir uns in dieser Runde treffen heute und alles andere sage ich dann auch gleich. Aber genau, freue mich auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Diana. Ich wohne in Berlin und studiere wie Christina und Claudia Ernährungswissenschaft und Prävention. Und da wir aber auf unterschiedlichen Kontinenten leben und trotzdem in einer Uni eingeschrieben sind, das haben wir dem Umstand zu verdanken, dass es ein berufsbegleitendes Online-Studium ist. Und diese Möglichkeiten sind einfach wunderbar. Ja, von jedem Ort der Welt, wo auch immer wir gerade sind, können wir das machen, was wir am liebsten machen. Dieses Studium und uns mit diesen Inhalten zu befassen, aber dazu später bestimmt mehr. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Also unser Tea Talks ist es so gedacht, dass es wäre so, als wir drei zusammen einen Kaffee trinken. Also haben wir einen Kaffee. Das ist ja sehr gut. Und ja, so, uns drei verbinden unter anderem der Berufs- und Lebenswandel, würde ich sagen, aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmungen, die wir auf diesem Weg hatten. Und eine dieser Veränderungen war unsere Entwicklung des Bewusstseins für Gesundheit und Ernährung. Wie hat diese Reise für euch begonnen? Ja, also bei mir ist es so, dass gesunde Ernährung mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und für mich gab es jedoch einen Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, den möchte ich gerne einfach so mit euch teilen. Und zwar ist es so, dass ich in meiner Jugend als junge Erwachsene war ich übergewichtig gewesen und habe mir damals auch noch nicht so viel aus Ernährung gemacht und aus Sport und habe dann aber gemerkt, als ich dann tatsächlich eine Phase hatte, wo es mir nicht so gut ging gerade, wo ich unbewusst Gewicht verloren habe, also 5 Kilo oder so, habe ich dann aber damals gemerkt, wie mein Wohlbefinden gestiegen ist und ich habe dann gemerkt, eigentlich will ich das jetzt gerne richtig machen. Ich will gerne richtig meine Ernährung umstellen und will jetzt wirklich auch noch weitermachen. Da war meine Motivation einfach
immens gepackt und ich habe dann wirklich komplett meine Ernährung umgestellt. Ich habe dann angefangen, Lebensmittel zu integrieren, wie Haferflocken, Quark, Obst, Gemüse, die vorher jetzt nicht unbedingt täglich auf meinem Speiseplan gelandet sind. Habe angefangen, mich einzulesen in Literatur zu gesunder Ernährung. Und das war sozusagen eigentlich so mein Schlüsselmoment, wo ich das erste Mal mit gesunder Ernährung in Kontakt gekommen bin. Und letzten Endes habe ich dann damals auch an Gewicht verloren. Ich habe natürlich auch Diäten versucht und so, wie wahrscheinlich so der eine oder andere auch das irgendwie kennt. Und ja, letzten Endes, gut, ist es so, habe ich gemerkt, irgendwie, das bringt alles nicht sonderlich viel. Es geht wirklich darum, es ist ja alles auch eine Sache irgendwie von Balance, wie es gibt auch nicht wirklich im Grunde genommen verbotene Lebensmittel, sondern man muss einfach schauen, wie von was esse ich wie viel und es ist alles eine Sache der Balance. Und das finde ich auch so wichtig, auch immer das, wenn Menschen mich fragen und sagen, wie mache ich das denn mit der gesunden Ernährung und darf ich das und das nicht essen und so. Und dann finde ich das irgendwie so ganz wichtig zu sagen, okay, es gibt kein Geheimrezept, es ist einfach alles, eine Sache von Balance. Und das finde ich irgendwie so wichtig. Und das ist auch so ein bisschen auch so meine Vision, wo es mir irgendwie so drum geht bei dem ganzen Thema. Und genau. Aber das war, wie gesagt, mein Schlüsselmoment, wo ich das erste Mal mit gesunder Ernährung in Kontakt gekommen bin. Ja. Mhm. Und bei dir, Diana, wie war es? Ich fange mal bei meinen Großeltern an. Meine Großeltern waren Bauern. Ja. Und so bin ich quasi auf diesem Bauernhof, zumindest in den Ferien, auch mit den Tieren und mit dem Leben in der Landwirtschaft und in der Natur, am Bach, im Wald, früh in Kontakt bekommen. Und ich muss sagen, das hat mich schon geprägt. Ja? Also auch als Jugendliche bin ich viel wandern gewesen. Also der Naturbezug war immer sehr stark. Habe in Höhlen und im Wald übernachtet, verbotenerweise. Und das hat mich einfach dem Thema Natur noch näher gebracht. Und als ich mich in einer beruflichen Änderungsphase befand, habe ich von einer Freundin den Tipp bekommen, mach doch eine Ausbildung im Naturkostbereich. Und Biolandwirtschaft begleitet mich seit diesem Tag. Und ich muss sagen, ich möchte gerne, dass überall auf der Welt alles biologisch produziert wird, dass keine Pestizide eingesetzt werden und möglichst naturnah gewirtschaftet wird, damit wir auch morgen noch Lebensmittel haben. Und das ist für mich so ein Antrieb, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe dann viele Jahre auch in der Biobranche gearbeitet und eine Supermarktkette hier in Berlin als Mitarbeiterin der ersten Stunde aufgebaut und mich auch mit der Ausbildung von Jugendlichen mich beschäftigt und Seminare gehalten, um einfach dieses Thema gesunde Lebensmittel zu produzieren und zu verkaufen und zu beraten, weiter voranzubringen. Und ja, die Geschichte könnte ich jetzt noch ewig weitererzählen. Heute ist es so, ich arbeite in einer Waldorfschule als kaufmännische Leiterin in einer Schulküche und habe dort wieder mit Kindern zu tun und mit der Vermittlung von Ernährungswissen. Da kann man noch viel mehr machen. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich wirklich fundiert nochmal auf andere Füße stellen. Und deswegen auch mein Wunsch, dieses Studium Ernährungswissenschaft und Prävention zu starten, vor knapp 2 Jahren. Und ich muss sagen, es war eine gute Entscheidung. Ich denke das war eine wirklich sehr gute Entscheidung und davon werde ich hoffentlich noch was soll ich sagen, davon zehren oder damit weitermachen. Ja, das ist super schön, super schön. Ja, bei mir, so ehrlich zu sein, war in meinem Haushalt, als ich Kind war, immer meine Mutter diejenige, die uns an gesunde Ernährung herangeführt hat. Wir hatten immer damals so Obst, Gemüse, Haferflocken und alles so. Es war immer sehr, sehr gesund. Aber mein Tiefpunkt
Tiefpunkt war, als ich ein Teenager war, wollte ich eigentlich nur das essen, was meine Freunde aßen. Für mich, es war so völlig egal. Ich wusste es nicht, wie wichtig gesunde Ernährung war damals. Ich wollte nur wie meine Freunde sein. Und dann danach, als ich so etwas 20 Jahre alt war, bin ich dann nach Deutschland umgezogen, um ein Jahr in Deutschland zu verbringen. Und ich weiß es, damals war ich so erstaunt, was ich so günstig kaufen konnte, so Nutella und so alles. Und dann für mich war es so, oh mein Gott, das ist ja so lecker, das kaufe ich, das esse ich. Und so ehrlich zu sagen, in meinem Schlafzimmer habe ich so immer so leckere Sachen bei mir gehabt, aber überhaupt gar nicht gesund. Und weil ich so nervös war und ich hatte damals so ein bisschen Angstprobleme gehabt und ich habe dann so, ich entwickelte eine Essstörung damals. Und als ich dann zurück nach Brasilien kam, habe ich so in einem Fitnessstudio begonnen und dann würde ich sagen, dann damals gesunde Ernährung zu meinem Leben zurückgekommen ist. Und ich habe dann so alles, ich würde so sagen, dass als ich eine Teenager und als ich in Deutschland war, habe ich alles so falsch gemacht und meine gesund. Ja. Aber dann damals, als ich nochmal in einem Fitnessstudio Sport zu machen, dann habe ich, okay, ja, ich fühle mich so besser und es muss etwas mehr sein. Dann habe ich es echt probiert, wie wichtig es ist. Und dann habe ich mir gedacht, oh je, ja, das muss ich mehr lernen. Und so war es. Wie alt warst? Achso, Entschuldigung. Nur ganz kurz, wie alt warst du da, als du dann nach Deutschland gegangen bist für das eine Jahr? 20. 20. Ja. Und als ich dann zurück nach Brasilien war ich so 22. Und dann habe ich meinen Aha-Moment so gehabt, dass ich es echt, weil als ich als Kind war, es war super normal, eine gesunde Ernährung zu haben. Aber dann als Teenager, es war so, nein, es ist mir völlig egal. Und dann damals habe ich nur, mein Gesund war so schlimm, so schlecht. Und ja, ich denke immer, dass ich es brauchte, dieser Tiefpunkt brauchte ich, um zu sehen, wie wichtig es war. Und es ist für mich. Es ist gut, auch mal auf der anderen Seite gewesen zu sein, oder? Ja. Die Dinge mal anders zu machen, um zu wissen, was eigentlich gut ist für einen selbst. Ja, genau. Ja, das stimmt, ja. Finde ich. Ja, das finde ich. Und wenn ich es frage, gab es bei euch so einen Aha-Moment, so dieser Moment, als ihr so dachtet, ja cool, jetzt sehe ich ganz klar, was ich hier tun kann. Jetzt gehe ich und starte ein neues Studium und ein neuer Beruf. Ja, also ich muss sagen, bei mir war es so, dass ich eigentlich ja schon, als ich damals so diesen Schlüsselmoment hatte mit dem, wo ich dann angefangen habe, mich für gesunde Ernährung zu interessieren, als ich etwa so 20 war. Und damals habe ich ja, genau, also ich muss ein bisschen ausholen, habe ich überlegt, schon Ernährungswissenschaften zu studieren. Und weil ich einfach gemerkt habe, das Thema hat mich so begeistert und hat mich so in den Bann gezogen. Und ich habe gedacht, ich habe eigentlich so viel zu sagen und ich möchte gerne Menschen auch motivieren für gesunde Ernährung. Und das ist so ein wichtiges Thema. Und habe damals dann aber so gedacht, ich habe mir das Studium nicht so ganz zugetraut. Ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen gedacht, oh, es ist schon ein hoher naturwissenschaftlicher Anteil, den man da so zu bewerkstelligen hat. Und gleichzeitig war es bei mir auch so, ich musste mein Abitur noch nachholen. Das habe ich dann
zwar ohnehin gemacht, habe mich dann aber ja letzten Endes entschieden und habe, weil mir schon immer auch klar war, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte Menschen unterstützen, dass ich gesagt habe, ich würde gerne, dann habe ich damals mich für Sozialarbeitsstudium entschieden und habe Sozialarbeit studiert und habe die letzten, das war so mit 24 etwa, und habe die letzten 12 Jahre dann als Sozialarbeiterin gearbeitet in unterschiedlichen Kontexten mit Menschen mit ja, überwiegend psychischen Problemen eigentlich. Und ich habe aber immer in dieser Zeit gemerkt, es hat mir etwas gefehlt und ich habe immer wieder gedacht, was wäre, wenn ich jetzt doch noch tatsächlich dieses Studium auch mache? Was hält mich irgendwie davon ab? Warum mache ich es nicht nochmal? Und es war immer so ein bisschen so, es ging immer so ein bisschen so parallel in meinem Kopf und ich habe immer wieder gemerkt, eigentlich würde ich das gerne machen. Privat hat mich die Ernährung immer begleitet. Ich habe, wie gesagt, seitdem ich damals mit Anfang 20 meine Ernährung umgestellt habe, habe ich das beibehalten. Ich habe ganz viel gelesen. Das lief immer parallel weiter. Aber ich habe gemerkt, irgendwann, ich möchte gerne wirklich meine Leidenschaft zum Beruf machen. Und das war so im Jahr 2020 eigentlich. Da war mein Schlüsselmoment, wo vielleicht viele einen Schlüsselmoment hatten, wo ich wirklich nochmal komplett mein auch berufliches Leben so auf die, ja, so ein bisschen in Frage gestellt habe und gedacht habe, komm, was wäre, wenn ich das jetzt doch einfach, ja, wenn ich es einfach mache, was hält mich davon ab? Und ich habe dann wirklich gedacht, genau, habe mich, wie gesagt, damit auseinandergesetzt, was ich wirklich auch machen möchte und ja, habe so in dieser Zeit, wo ich so überlegt habe, habe ich genau so irgendwie diese 2 Karten so, die ich immer hier so bei mir am Schreibtisch liegen habe. 2 Dinge, die wir wissen müssen. Macht es dich glücklich, tu es. Macht es dich nicht glücklich, tu es nicht. Und man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben. Diese 2 Karten habe ich damals beim Einkaufen gesehen und habe gedacht, okay, das passt doch jetzt wie die Faust aufs Auge. Und ich habe dann einfach, das war wie gesagt in dieser Zeit, wo ich dann gedacht habe, ich muss eine Entscheidung fällen. Ich war nicht glücklich in meinem Beruf und habe dann gesagt, okay, ich gehe nochmal diesen Weg. Und das war natürlich, ich meine, stand voll im Berufsleben. Es ist natürlich dann nochmal zu sagen, ich meine, mit Ende 30 zu sagen, okay, ich mache jetzt nochmal ein Studium, ja, war jetzt natürlich keine leichte Entscheidung, die mir super leicht gefallen ist. Aber ich bereue es zu keinster Weise. Ich bin einfach unfassbar glücklich, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe und jetzt mehr auch präventiv arbeite, was mir ja auch einfach wichtig war, weil ich da in der Sozialarbeit natürlich auch da einen anderen Ansatz dann auch hatte und jetzt arbeite ich ja parallel in der Prävention, im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ich gebe Kurse zu gesunder Ernährung und merke einfach jetzt, ich mache jeden Tag das, was mich glücklich macht und bin einfach unfassbar dankbar dafür. Ja. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und gab es bei dir, Diana, auch so einen Aha-Moment? Jetzt weiß ich mache es no matter what. Kann man schon sagen, also sagen wir mal mehrere. Aber einer der Aha-Momente war der Moment, bevor ich angefangen habe, meine Ausbildung im Bio-Einzelhandel das gibt so ein E-Nummernheft, wo die Zusatzstoffe aller Lebensmittel verzeichnet sind. Und das kam mir in die Hände und mit dem bin ich in den Supermarkt gegangen und habe mir Tatsache angeschaut, was ist denn da eigentlich drin? Ja, was ist denn da drin und was sind das für Sachen? Und ich habe eine Distanz gespürt und wollte einfach nicht mehr diese Dinge unbesehen zu mir nehmen. Und dieses Hinterfragen, sich wirklich klar zu machen, was ist in Lebensmitteln, in industriell gefertigten Lebensmitteln enthalten, hat mich dazu gebracht zu sagen, nein, ich möchte gerne natürliche Lebensmittel essen, ja, und ich möchte auch anderen diese verkaufen. Daher diese Arbeit im Bio-Einzelhandel, die mich sehr, sehr, geprägt hat auch. Ich habe so dieses Gen aufgenommen und es macht mich heute noch ganz glücklich, in einen Organic-Markt oder Biomarkt zu gehen, um zu riechen und um zu sehen,
da wurde einfach anders gewirtschaftet. Natürlich hat sich da auch viel entwickelt. Und mein zweiter Schlüsselmoment, der mich dann Tatsache zu dem Studium gebracht hat, ist, dass ich mir dachte, Mensch, mein Herzenswunsch möchte ich mir endlich erfüllen. Mein Herzenswunsch, ein Studium in einem Bereich zu machen, wo ich ganz und gar dahinter stehe, weil dieser Gedanke ist nicht neu zu studieren, aber BWL, Personalentwicklung, das kam so in Frage, weil das zu meinen beruflichen Stationen passte, hat mich niemals so elektrisiert. Und ich bin sehr motiviert und trotz aller Anstrengungen macht es Freude und es ist auch ein Bedarf da. Gerade heute hatte ich ein Gespräch mit einer Dame, die fragte mich zu einer Ernährungssache und ich habe gemerkt, immer wieder auch, die Leute wollen mehr wissen. Sie wollen gerne gesund leben und sich wohlfühlen, vielleicht sich nicht unbedingt verändern. Das ist halt der Punkt, dass diese Veränderung in kleinen Schritten vonstatten geht und da sehe ich auch meine Aufgabe in der Zukunft, diese Veränderungsprozesse zu unterstützen. Ja, das ist sehr toll, sehr toll. Und was super witzig ist, dass bei uns drei, es gab so einen Aha-Moment, aber es war so ein, wie das Universum und etwas sagen bei uns. Also bei Christina war im Supermarkt mit der Karte, bei dir, Diana, war so, ja, nein, jetzt weiß ich, jetzt habe ich es verstanden, jetzt sehe ich. Und bei mir war etwas so Ähnliches aus, keine Ahnung. Als ich mir dachte, okay, jetzt weiß ich schon, ich ernähre mich schon gut, jetzt will ich ja schon das lernen. Das wusste ich nicht, dass es ich hatte schon Freunde, Vegetarier und Veganen und ich habe mir immer so gedacht, ja, das ist ja so schön, aber es ist nicht für mich. Ich sehe mich nicht so. Ja. Du hattest eine Distanz dazu, ja? Ja, genau. Für mich war es so, ja, das finde ich wunderschön. Ich sehe mich nicht so. Und dann, damals war ich in Sydney, war ich in Australien zu wohnen und ich habe dann so in einer, im Straße gab es so einen Moment, dass Leute mit Fernseh, um zu zeigen waren, wie das alles so mit den Tieren passieren und als ich es sah, dann konnte ich nicht sehen, und dann war schon so. Dann war's. Wie bitte? Dann, also du hast von Tierhaltungsmethoden gesehen, oder? Ja. Ja, das vergisst es man war, nicht, Nee. Damals musste ich zum Supermarkt, bevor nach Hause zu gehen zum Supermarkt. Und damals konnte ich nicht mehr. Also, keine Ahnung. Es ist etwas bei mir so passiert. Es war so intensiv, emotionell, denke ich. Und es ist ja komisch, weil ich es wusste, dass es nicht so gut für den Tier ist. Aber als ich es sah, ich war so erschrocken, denke ich. Keine Ahnung. Und dann muss ich alles neu lernen. Neue Rezepte, neue Ernährungswiesen und so alles. Es war so schon, aber es war mein Aha-Moment. Dann wusste ich, ja, ich will das unbedingt lernen. Ich will das machen. Ich will so Leute motivieren und inspirieren irgendwie und ja. Bist du dann damals auch gleich vegan geworden, Claudia, oder erstmal vegetarisch und dann vegan? Vegetarisch. Ich sage eigentlich nicht, dass ich Veganer bin. Ich sage immer plant-based, weil heutzutage esse ich bin ich so Veganer sozusagen. Aber es ist nicht so gegrenzt. Ja. Ja. Du kannst sagen, so begrenzt, ja, genau, so streng. Ja, genau. Wenn zum Beispiel meine Mutter etwas mit Honig macht oder so, dann esse ich. Kein Problem. Nicht immer. Wenn ich es fühle, dass das ist ja okay. Keine Ahnung. Ich sehe, wie ich mich fühle und dann mache ich.
Aber so zum Beispiel zu Hause habe ich gar nichts. Ja, aber es war auch mein Aha-Moment. Keine Ahnung, ich glaube immer, dass das Universum etwas uns senden, immer, um zu zeigen, den richtigen Weg. Und wenn wir so offen sind, dann verstehen wir das. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ja, nun leben wir aber auch in einer Gesellschaft, wo wir sehr viele Lebensmittel zur Verfügung haben. Es geht ja nicht jedem Menschen so. Ja, also Nein. Manche Menschen ernähren sich von 3 Lebensmitteln und das ist keine Vielfalt, sondern es geht einfach ums Überleben. Und ich praktiziere auch eine plant-based Ernährung, aber tierische Produkte kommen durchaus vor, aber spielen keine große Rolle. Ich vermisse es nicht. Wenn es nicht da ist, kann es aber essen, aber dann bewusst, also nicht aus Massentierhaltung. Denn das stimmt, da stimme ich euch auch zu. Also diese Bilder, wenn man die mal gesehen hat, vergisst man nicht und das möchte man nicht. Dann gibt es aber auch Landwirtschaftsweisen, wo Tiere einfach eine Rolle spielen, wie zum Beispiel beim Demeteranbau. Und das hat mich auch ein bisschen gelehrt, zu differenzieren, zu schauen und auch zu gucken, unter welchen Umständen lebt ein Mensch. Wenn ich in Asien leben würde, würde ich wahrscheinlich schon auch Insekten probieren, weil das eine wichtige Eiweißquelle ist. Und so in der Mongolei zum Beispiel ist es mit dem Gemüseanbau auch schlecht. Das heißt, man muss immer auch schauen, denke ich, wo lebt ein Mensch? Und dann das Bestmögliche daraus machen. Das stimmt, da hast du recht, das ist nochmal ein guter Aspekt, ja. Bei mir war es halt auch so, ich meine, ich bin ja auch Vegetarierin, aber ja, so wirklich etwa 50% vegan. Bei mir ist es auch so gewesen, dass ich gedacht habe, zum einen, warum unterscheide ich irgendwie zwischen Nutztieren und anderen Tieren so? Also warum unterscheiden Menschen überhaupt? Warum trifft man diese Unterscheidung? Das war irgendwie so ein Punkt, der mich so dazu gebracht hat, Vegetarier zu werden. Und tatsächlich dann auch dieses auch nicht mehr so wegsehen zu wollen. Also dieses, was du ja auch gesagt hast, Claudia, diesen Moment, den du gehabt hattest, ne, in Sydney. Und das war für mich, waren das eigentlich so diese 2 Punkte. Und ich finde es aber auch total wichtig, also wie ich auch vorhin so gesagt habe, auch mit diesen verbotenen Lebensmitteln und der Balance, finde ich das auch total wichtig, da auch zu sagen, da auch nicht zu streng zu sein, tatsächlich auch. Das finde ich auch so einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also ich finde auch immer so dieses irgendwie, dass man sagt, jede vegane Mahlzeit, die ein Mensch zu sich nimmt, ist doch gut. Und wenn vielleicht auch jemand, der noch vielleicht Fleisch isst, aber das immer weiter auch reduziert und sagt, guck mal, ich habe heute mal was Veganes mir mal auf den Grill geschmissen oder so. Ich merke auch, wie das bei mir so in meinem Umkreis dann auf einmal Menschen dann sagen, ich habe heute mal was Veganes ausprobiert und das war total lecker. Und wo ich super, genau. Ja. Und das motiviert mich auch total, wo ich denke, das ist doch schon viel wert. Und ich meine, die Menschen werden nicht aufhören, Fleisch zu essen und so. Das ist, glaube ich, illusorisch tatsächlich, auch wenn es vielleicht klimamäßig natürlich gut wäre und für die Tiere sowieso. Aber deshalb, da finde ich auch wichtig irgendwie, dass man nicht zu dogmatisch ist irgendwie mit dem. Und ja. Ja, aber wenn wir uns klar machen, dass wir nur, sagen wir, pro Mensch auf der Erde 2000 Quadratmeter zur Verfügung haben, um unsere Nahrungspflanzen und nicht zu vergessen Bekleidung aus Baumwolle anzubauen, dann heißt das, ich muss mich beim Tierischen einfach einschränken, weil ein Tier braucht mehr Fläche und also die Aufzucht eines Tieres, weil das Futter auch angebaut werden muss. Und dann ist es doch viel besser, ich esse Hülsenfrüchte, ja, hoher Eiweißgehalt und da muss nicht erst ein Tier dazwischen sein, ja. Also dieser Gedanke hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Wir hatten hier mal so einen Weltacker bei uns in Berlin und sicher auch anderswo auf der Welt, wo Tatsache mal modellhaft angebaut wurde, was ein Mensch innerhalb eines Jahres isst. Ja, also diese 2000 Quadratmeter beziehen sich auf ein Jahr. Und diese Fläche muss ausreichen, weil mehr landwirtschaftliche Fläche haben wir nicht auf dieser einen Erde. Ja, und die Weltbevölkerung wächst. Also ist es doch logisch, eher in Pflanzen zu investieren, die viele Menschen satt machen. Also
zum Beispiel Leguminosen, Hülsenfrüchte. Und nicht das Tier dazwischen zu schalten, denn das verbraucht viel Fläche. Ja. Ja. Und ist gleichzeitig dann auch wiederum gut für den Boden, ne, die Hülsenfrüchte, wegen dem Stickstoff. Genau. Echt. Positiver Nebeneffekt. Eigentlich könnte man das den ganzen Tag essen, oder? Ja. Es ist lecker, es ist sinnvoll für den Boden, es macht satt und es ist wahnsinnig günstig. Ja. Ja, das ist ja nochmal ein Aspekt, das muss man sich auch leisten können. Und da spielen Hülsenfrüchte einfach eine riesengroße Rolle. Und die lassen sich ja in warmen wie auch in kühleren Regionen auf der Welt gut anbauen. Und wie ist es da in Deutschland bei euch? Ist es billigste, eine normale Ernährung zu haben oder ein vegetarisch, vegane, plant-based? Wie ist es da bei euch? Weil hier zum Beispiel in Brasilien finde ich immer, dass zum Beispiel als ich meine neue Lifestyle habe, ist es günstiger für mich. Ist es bei euch auch? Vielleicht, weil du die Süßigkeiten weggelassen hast, Claudia? Ja, kann sein. Und andere Sachen, ja, ich denke, man isst einfach bestimmte Dinge dann nicht mehr. Vielleicht Cola braucht man nicht mehr und dann spart man schon mal was. Mhm. Ja, welche Erfahrungen hast du gemacht, Christina? Es kommt drauf an, würde ich sagen. Also es ist ein bisschen, also ich finde natürlich, Fleisch ist insgesamt halt in Deutschland auch, wenn man ja günstiges Fleisch kauft, ist es schon sehr günstig auch, ne? Also so, wohingegen jetzt finde ich so vegetarische Ersatzprodukte, weil viele Menschen ja quasi gerade so auch, also es gibt ja viel mehr Flexitarier auch, die irgendwie auch, was ja auch eine super Entwicklung ist und wo aber teilweise jetzt so diese Ersatzprodukte relativ teuer geworden sind im Vergleich jetzt vielleicht zu Fleisch. Da weiß ich nicht, wie es bei euch jetzt ist in Brasilien. Claudia, kannst du vielleicht auch nochmal sagen. Und wo teilweise auch manche Firmen sogar mehr Geld verdienen mit den Ersatzprodukten als mit ihren Fleischprodukten. Das finde ich irgendwie so eine ganz interessante Entwicklung. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man sich so ernährt, ob jetzt die vegetarische, vegane oder die Fleischkost die günstigste Form ist. Ich glaube, wenn man sich relativ clean ernährt, jetzt wie es ja am gesündesten ist, viel frisches Obst und Gemüse, auch wenig von diesen Ersatzprodukten zum Beispiel, von diesen vegetarischen, die relativ teuer sind. Ich denke, dann kann man schon einigermaßen günstig sich ernähren. Wie gesagt, Hülsenfrüchte, Reis, solche Dinge zu integrieren. Man kann aber, glaube ich, auch als Fleischesser sich, wie gesagt, günstig ernähren, wenn man halt die günstigen Produkte kauft. Also das hängt natürlich auch ein bisschen auch so von der Qualität der Produkte natürlich dann auch nochmal ab. Und wie gesagt, ich finde spannend diesen Punkt, dass so diese, dass die Industrie, glaube ich, schon auch erkannt hat, so dass diese ganzen, dass einfach der Anteil der Vegetarier und veganen Menschen steigt. Und auch der Anteil des Fleischkonsums ja auch zurückgeht. Das sieht man ja auch so an den Zahlen, dass der auch die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie es bei euch in Brasilien ist, aber in Deutschland ist der auch die letzten Jahre immer stetig zurückgegangen, was ja eine super Entwicklung auch ist. Aber klar, das merkt natürlich die Industrie auch und dann sind diese Produkte entsprechend teuer, ja. Ja, ich denke auch, durch Selbstkochen können wir so unendlich viel Geld sparen, indem wir selber auf den Markt gehen oder in den Supermarkt oder vielleicht sogar einen Bauern unseres Vertrauens um die Ecke haben oder in einer Einkaufsgemeinschaft einkaufen. Das spart alles Geld, wenn man sich mehr mit dem Thema Essen auch auseinandersetzt. Und das selber Kochen hat viele Vorteile. Ja? Man spart eine Menge Geld, man weiß genau, was drin ist. Und am Ende ist es ja auch ein soziales Ereignis, für seine eigene Ernährung sorgen zu können. Und ich schätze mal so ein, dass viele Menschen genau an diesem Punkt auch ein bisschen Unterstützung vielleicht sich wünschen. Ja, dass sie, wenn sie bisher zum Beispiel Fleisch gegessen haben, kann ich gut nachvollziehen, dass sie dann sagen, ja, was mache ich denn? Jetzt bleibt fast die Hälfte meines Tellers leer. Ich kann doch mich nicht von einem Salatblatt ernähren. Und da haben die Menschen voll recht. Nein, sondern man braucht andere Techniken und das einzuüben und auch Kochen nochmal zu lernen als erwachsener Mensch, dafür braucht es eine Offenheit. Aber wer es möchte,
wird fündig und kann sich auch gut beraten lassen. Aber das Selbstkochen ist der Schlüssel, glaube ich. Ja, ich stimme zu. Also das denke ich auch. Also ich glaube echt, dass Menschen wissen schon, was zu essen, aber wir wissen eigentlich nicht genau wie. Okay, wie mache ich das zu Hause? Wie kaufe ich das ein? Wie mache ich das zu Hause? Wie wird das lecker? Und da finde ich super, super wichtig. Und hier nur zum Antworten, Christina, hier in Brasilien Ersatzprodukte sind sehr teuer auch. Ja, es ist so wie in Deutschland. Also, aber zum Beispiel, wenn wir, so wie du es gesagt hast, wenn wir uns mit Linsen, Bohnen, Reisen und so Obst, Gemüse ernähren, dann hier ist es schon billig. Mhm. Ja. Dann ist es schon zum Schluss am Ende des Monats schon günstig. Mhm. Ja. Und gehen wir zurück zu unserem Studium. Gab es so einen Punkt, dass ihr so daran gedacht, zurückzugehen und mit Studium zu stoppen? Oder, das packe ich nicht. Nein, das ist jetzt schon zu viel für mich. Oh nee, das ist jetzt schon, keine Ahnung, es ist nicht so, als ich es dachte. Oder nie. Gab es echt, nein, jetzt will ich das echt machen. Jetzt gehe ich und so weiter und so fort. Also bei mir gab es den nie. Ich habe, ja klar, ich meine, es gab natürlich auch immer mal die ein oder andere Schwierigkeit zu bewältigen. Ich meine, ich studiere jetzt seit über 1,5 Jahren, die Zeit rast. Und klar, wie ich auch eingangs sagte, natürlich jetzt auch in den naturwissenschaftlichen Fächern, da merke ich schon, da muss ich auch ein bisschen mehr auch einfach noch vielleicht auch investieren, mehr Zeit investieren. Und auch mehr, einfach mehr Muße vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Aber es gab für mich nie einen Weg zurück. Also ich habe immer gemerkt, dieser Weg, den ich jetzt angefangen habe zu gehen, das ist genau der richtige. Und im Gegenteil, ich merke immer, wie sich jetzt auch weitere Puzzleteile auch dazu fügen dann immer. Ne? Also wie jetzt beispielsweise mit meinem Job, den ich angefangen habe in der Prävention, mit den Kursen, die ich angefangen habe. Jetzt unsere Kooperation, so, die wir jetzt irgendwie begonnen haben. Und es sind wirklich so Puzzleteile, die mich eher immer weiter dazu bestärken, dass genau das der richtige Weg ist, den ich angefangen habe zu gehen. Wie gesagt, trotz auch, dass er natürlich auch nicht einfach ist. Also klar, es ist natürlich ich meine, wenn man voll im Berufsleben gestanden hat und geht diesen Weg, ist es natürlich klar, gibt es natürlich so die ein oder andere Hürde dann zu gehen auch, ne? Zu sagen, okay, ich kündige meinen Vollzeitjob und gehe nochmal studieren. Aber ich habe das nie in Frage gestellt. Also das war schon immer klar, dass das so für mich der Weg ist und habe nie überlegt, das Studium hinzuschmeißen und ja. Ja, ich hatte auch viele Momente, die schwierig waren, wo ich dachte, verdammt, Chemie ist 35 Jahre her, bitteschön, ja? Da ist nicht mehr so viel hängen geblieben und das musste ich mir mühsam wieder anlernen. Aber das Gute ist, wir sind ja nicht allein. Wer sich vernetzen will, der kann sich auch in unserem Studium vernetzen, auch wenn wir uns sehr selten, wenn überhaupt, persönlich treffen. Aber das ist kein wirklicher Nachteil, weil es gibt ja genug Möglichkeiten, sich auf andere Wege in Kontakt zu kommen. Und diese Unterstützung, muss ich sagen, die hat mich, also wenn es mal ein kleines Tief gab, immer wieder weitergezogen. Und aufgeben kommt nicht in Frage, weil das Studium ist wirklich spannend und interessant. Und auch wenn man sich durchbeißen muss, es gibt eben auch Erfolge und es gibt ein Auf und Ab. Und da sollte man nicht überrascht sein, wenn es ein Ab gibt. Es ist eben so. Na und? Dann geht man durch dieses Tal durch, wie bei anderen Problemen im Leben. Und dann gibt es bestimmt eine helfende Hand und dann geht es weiter. Und meine Erfahrung ist, auch in den 1,5 Jahren jetzt,
Es ist ungefähr so anstrengend, wie ich mir das vorgestellt habe. Also man muss auf viele Dinge muss ich verzichten oder kann ich nicht machen. Ja, Ausflüge werden halt nicht gemacht zugunsten des Schreibens einer Hausarbeit. Aber das ist nicht nur, das ist ja kein Frust, sondern es ist einfach eine Sache, die notwendig ist, um den nächsten Schritt zu erreichen. Und das Lernen an sich macht einfach Freude und lebenslanges Lernen erhält jung und frisch. Und ja, am Ende werden wir es gemeinsam schaffen, bin ich davon überzeugt. Ja, bei mir auch. Bei dir, Claudia. Genau, wollte ich gerade fragen, wie ist es bei dir, Claudia? Ja, bei mir. Keine Ahnung. So ehrlich zu sagen, wollte ich eigentlich nicht hier in Brasilien studieren. Ich habe natürlich zur Universität hier in Brasilien gegangen. Aber um Ernährung zu studieren, wollte ich hier in Brasilien nicht machen. Und als ich da in Deutschland gewohnt habe, wollte ich immer zur Universität gehen in Deutschland. Aber es ging einfach nicht. Also dann bin ich zurück nach Brasilien gekommen und dann wusste ich, dass ich habe so einige Zertifikatenkurse in den USA gemacht, aber ich wollte etwas mit Deutschland zu machen, zu lernen, zu studieren. Und dann habe ich gesehen, dass es geht schon. Es gab eine Möglichkeit. Aber ja, es ist ein größeres Ziel für mich, aber auch die größte Herausforderung, muss ich sagen. Weil ich fühle mich heutzutage wohler, wenn ich Englisch zum Beispiel spreche. Aber ich habe eine tiefe Liebe für Deutsch. Und ja, keine Ahnung, dann ja, das machen wir, das geht schon. Aber ja, es ist eine große Herausforderung für mich. Und ich bedanke mich sehr herzlich für euch, weil unser Netzwerk hier, es ist so, so wichtig und danke sehr dafür. Das kann ich nur unterstreichen. Absolut, wollte ich auch gerade sagen. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, euch beide da an meiner Seite auch zu haben. Ja. Und so, die letzte Frage, gehen wir zum Schluss. Was motiviert euch jetzt weiterzumachen? Ja, ich male mir manchmal aus, wie es ist, wenn ich fertig bin. Wenn dieses Studium geschafft ist, was tue ich dann? Und da denke ich jetzt schon viel drüber nach. Und heute war ich zum Beispiel in einem Krankenhaus und da ging es auch um das Thema Ernährungsberatung. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen. Im Krankenhaus Menschen, die einfach aufgrund von Operationen oder anderen Gründen einfach da Unterstützung brauchen, um diese Wende in ihrem Leben auch zu vollziehen, da Unterstützung zu geben. Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt so viele andere. Ja, also möglich wäre es auch in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, im Schulcatering, mehr zu machen und Schüler und auch Lehrkräfte zu unterstützen, Ernährung in die Schule zu bringen. Also praktisch wie auch theoretisch. Und die Zukunft wird zeigen, in welche Richtung es weitergeht. Aber es ist viel Arbeit da, Mädels. Das ist mein Eindruck. Das stimmt, ja. Ja, also ich merke einfach, für mich motiviert wirklich so, dass ich einfach täglich so merke, ich bin einfach so unendlich dankbar, dass ich diesen Weg bestritten oder angefangen habe zu gehen und mir das auch jeden Tag irgendwie bewusst zu sagen, wie dankbar ich dafür bin, dass, also zum einen ich natürlich auch diese Möglichkeit hatte, weil das ist natürlich auch was wo ich weiß, ich habe diese Möglichkeit dafür, das nochmal zu tun. Das hat nicht jeder Mensch im Leben mit Ende 30 nochmal ein Studium zu machen. Und das ist eigentlich so das, was mich auch tagtäglich motiviert und auch natürlich auch so
mich mit anderen Menschen auszutauschen über Ernährung und auch mich so viel damit zu beschäftigen. Und es ist einfach so ein zentraler Teil in meinem Leben. Und das ist wirklich so etwas, was mich einfach motiviert. Und diese Puzzlestücke, die sich jetzt bei mir so auch zusammenfügen, wo ich merke, das ist genauso das, was ich, ja, die Richtung, in die ich gehen möchte und wo ich mich jetzt sozusagen getraut habe, einfach diesen Schritt zu gehen. Und das ist ja meine Motivation, meine tägliche sozusagen. Und ja, und natürlich auch meine Vision, dass ich denke, dass ja, viele Menschen sich gesünder ernähren können, dass sie es theoretisch schon umsetzen könnten, ihnen aber tatsächlich da das ein oder andere vielleicht noch fehlt und deshalb auch zu schauen, wie kann man die gesunde Ernährung in den Alltag integrieren. Das ist für mich auch etwas, was so ein ja, zentraler Punkt ist, einfach Menschen dann auch Ernährungstipps zu geben, die sie ja leicht auch umsetzen können. Und das ist auch etwas, was mich motiviert. Und wenn dann das Feedback vielleicht auch kommt von Menschen, die sagen, du, ich habe das und das probiert und das klappt, ist es einfach ja unfassbar toll. Und das ja ist eine super Erfahrung, das ist eine Motivation, ja. Ja, genau. Es motiviert mich auch, so Leute zu motivieren und zu inspirieren, denke ich. Und ich bin ja hoch motiviert, hier bei euch zu sein. Es ist so toll. Und es ist unser erster Tea Talks, aber wir machen, wenn ihr wollt, gerne weiter. Sehr gerne. Ja. Vielleicht können wir dann mal ein paar spezielle Themen uns rausgreifen, die gerade relevant sind für viele andere Menschen auch, die mehr darüber wissen wollen. Ja. Sehr gerne. Ja. Ich glaube, wir haben alle viel zu erzählen. Ne? Die Themen werden uns nicht ausgehen. Nein. Ja. Und wir lernen immer und dann haben wir immer mehr zu bringen, denke ich. Das stimmt, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch für heute. Danke auch. Vielen Dank. Kaffee zusammen. Bis bald, genau. Und bis bald. Wir sehen uns wieder. Und genau. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Ciao. 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 Es ist so das habe ich im Video gar nicht erzählt, wollte ich eigentlich auch noch machen, dass wir uns so gegenseitig pushen. Meine Eltern machen dann so irgendwelche neuen Rezepte, probieren sie aus oder dann trinken sie eine Zeit lang keinen Kaffee oder trinken sie dieses und jenes und mein Vater mit seinem Apfelessig und Eigenurin und was, die probieren alles wirklich aus und sind auch sehr daran interessiert, meine Sachen zu lesen von der Uni und dann tauschen wir uns auch mal aus und ich glaube schon, dass man durch die Lebensweise das ein bisschen auch beeinflussen kann. Ob man mit, sagen wir mal, 75 noch aktiv leben kann oder nicht. Aber jedenfalls macht es ziemlich viel Spaß mit den Zweien. Das glaube ich, ja.